Mortal Kombat 1, Folge 10. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Shang Tsung injects his victim with a green syringe. The toxin causes bones to mutate out of their innards like roots. Melina wins. Erwarte keine Mist. Die Außenwelt im Stich zu lassen, hat Konsequenzen. Shang Tsung clenches his teeth and sits up. He looks at the terracotta soldiers, then turns to the dragon crown on the floor near him. Dank der Prinzessin ist dieser Kampf beendet. Der Kampf vielleicht, der Krieg nicht. Wohl wahr. Bis deine Gönnerin gefasst ist, bleiben die Reiche in Gefahr. Wer ist sie, Zauberer? They turn to the crown as green energy swirls around it. Wenn man vom Teufel spricht. Liu Kang, das ist Damashi. Damashi. Gold and floats. Sand spirals beneath it. Then another Shang Tsung materializes along with clones of the others. Du musst dich geirrt haben, Zauberer. Du bist nicht Damashi. Du bist ich. Genauer gesagt, bist du ich. Ein trauriger Abklatsch. Erschaffen durch Liu Kangs Pfuscherei. Was geht hier vor? Wer ist das? Diesen Shang Tsung bekämpfte ich für das Stundenglas. Ich hielt ihn für tot. So wie ich dich, Liu Kang. Unser Kampf setzte gewaltige Energien frei, durch welche die Zeit zerriss. So brachte der Kampf 2 Ergebnisse. Einmal war ich der Sieger. Einmal du. Es dauerte Äonen, bis mir das klar war. Dann wusste ich, wohin mein Weg mich führen wird. In dieser Gestalt infiltrierte ich deine Zeit. Ich nahm diesen Abschaum und verlieh ihnen große Macht. Gemeinsam säten sie Zwietracht unter den Reichen und versammelten für mich meine Drachenarmee. Ich ließ sie glauben, sie würden bei der Eroberung von Erdenreich und Außenwelt helfen. Aber ich werde alles Leben in dieser Zeitlinie auslöschen und sie mit meiner verschmelzen. Du versprachst uns Reiche. Nun lässt du uns abschlachten? Ihr wart Bauern, nicht mehr. Ihr wart sehr hilfreich. Und jetzt werdet ihr geopfert. Wir haben dir gedient, die Drachenkrone geschaffen. Das hier ist ein Spielzeug. Um die Drachenarmee zu kontrollieren, brauche ich nur die Seelen darin. The Titan Shang Tsung from the Dark Timeline crumples the crown, releasing numerous souls from it that stream into the different statues. He smiles with the other dark versions of the fighters. Leb wohl, Liu Kang. Dich und deine Zeitlinie wird niemand vermissen. He teleports away. Doc Sindel steps forward as Dark Raiden stands behind her, eyes red. Wir haben wohl dieselben Interessen. Vorerst. Ich traue euch beiden kein bisschen.
Ich töte euch beim ersten Anzeichen von Verrat. Dark Sindel smiles wickedly as Dark Raiden rises behind her. He crackles with red electricity. The fighters charge and Dark Sindel screams a sonic blast at them. Melina rushes Dark Raiden, but he shoots her with a lightning bolt, knocking her down. Jared kneels by her. Melina, was ist? Her fangs grow. Das Serum lässt nach. Hab keine Kontrolle mehr. Du greifst meine Familie an? Dafür lasse ich dich leiden. Weiterer Widerstand hat keinen Zweck. Diese Zeitlinie wird zerstört. Melina. In dir ist kaum noch Kraft. Bald habe ich dich erledigt. Neue Shang Tsung hätte mehr Schergen schicken sollen. The warriors face off against their dark counterparts. Tritt vor, wenn du dich traust. Ich werde Raidens Werk beenden. Quan Chi and Sindel front kick her. Dark Sindel blocks their attacks, then crescent kicks Quan Chi's face. She jumps and kicks Jared back while punching Sindel away. She stretches her hair out and trips Smoke with it, then Sonic screams Geras to the floor. Her hair whips out and flips Kitana and Liu Kang down. Dark Sindel punches Kitana's face as she gets up. She smashes Scorpion's chest with her arm, driving him down. Her hair shoots out to grab Shang Tsung and Tanya as they sprint over, then slams them to the floor. Dark Sindel smirks as the warriors lie motionless around her. Sindel takes a katana on the floor and hauls herself up with it. Deine Beharrlichkeit ist bewundernswert. Solange wir noch atmen und noch Blut durch unsere Adern fließt, sind wir nicht geschlagen. Eine noble Einstellung, die jedoch wenig nützen wird. Keiner von euch kommt hier lebend raus. Dark Sindel's hair lifts a katana from the floor and places it in her hand. She dashes to Sindel and forces her counterpart's blade to the floor, then smoothly stabs her shoulder and front kicks her back. Sindel locks blades with Dark Sindel, then uppercuts her jaw as she starts to use a sonic scream. She bashes Dark Sindel's face with the sword's hilt and flings her to the floor. Sindel raises her blade over her counterpart, then Dark Sindel's hair quickly grabs her sword and impales Sindel's gut. Dark Sindel's hair coils around Sindel and flings her aside. Oh, wie traurig, wenn ein Kind seine Mutter verliert. Wenn meine Mutter stirbt, ist sie nicht die einzige Sindel, die verschwindet. Fight!
Melina stumbles to the floor. Tanya hurries to her, then injects the serum into her neck with a syringe. Kitana and Jared each hold one of Sindel's hands as she sits bruised and bloodied on the floor. She clutches the wound in her belly. Geh nicht, Mutter. Noch nicht. Es ist Zeit, Liebling. Zumindest hatten wir noch ein paar Stunden. Das bedeutet mir viel. Mutter. Melina kneels to Sindel and takes her hand. Du bist nun Imperatorin. Herrsche gut. Das werde ich, Mutter. Vater und Kitana werden mir helfen. Sindel's expression stills. She gazes up with glassy eyes. Jared waves a hand over her and pink energy flows from her into him. Ja, sicher. The others stand around them as the last of the pink energy streams into Jared. Vater, was hast du getan? Ich habe ihre Seele gesammelt. Ich trage deine Mutter in mir. Sie ist sicher. Liu Kang quickly approaches. Beeilung, alle! Wir ziehen uns zurück! The fighters run out of the tomb of the dragon army. They step through the snowy foothills of the mountains as the sun sets, the ruined fortress in the far distance behind them. They all stop and turn back to the fortress as hundreds of dragon warriors march away from it and down a pathway. Um diese Armee zwischen den Reichen zu bewegen, braucht er ein Portal, ja? Mehr als eines. Er braucht einen ganzen Haufen an Portal. Der muss ganz in der Nähe sein. Sie werden uns zu ihm führen. Okay. Aber wir können erst mit Raiden und Kung Lao zuschlagen. Dass uns die Lin Kuei nicht helfen, ist unverzeihlich. Bi-Han hat sie völlig verdorben. Darum kümmern wir uns, wenn diese Krise bewältigt ist. Dies ist nur die erste Schlacht in einem langen Krieg. Der Titan Shang Tsung hat seine Zeitlinie darauf ausgerichtet. Sie ist zu stark für uns. Mein Gegenpart sagt, dein Kampf mit ihm hat die Zeit zerrissen und 2 Zeitlinien geschaffen. Doch woher wissen wir, dass es nicht noch mehr sind? Wenn es 2 gibt, warum nicht auch 3? Shang Tsung smirks. Wieso dieses Gedankenspiel, Zauberer? Du sagst, uns fehlt Stärke. Vielleicht ist sie in anderen Zeitlinien. Was meinst du damit? Wir stellen eine riesige Armee aus Titanen auf und holen uns diese Verbündeten aus anderen Zeitlinien. Falls es sie gibt. Und das ist eher ungewiss. Spekulationen retten uns nicht. Wir müssen den Kampf nehmen, der vor uns liegt. Wenn Liu Kang recht hat, ist der Kampf jedoch schon verloren. Dies ist unsere einzige Hoffnung. Garrus, was denkst du? Die Möglichkeit besteht. Aber ich bin der Wächter des Stundenglases. Die Suche liegt nicht in meiner Macht. Diese Aufgabe kann nur der Wächter der Zeit übernehmen. Ich habe diese Macht nicht mehr. Geras' brow furrows deeply. Vielleicht kannst du sie zurückgewinnen. Was? Was meinst du? Als du die Kontrolle über das Stundenglas aufgabst, dachte ich mir, du könntest es bereuen. Anstatt deine Macht verfliegen zu lassen, habe ich sie gesammelt. Bis heute habe ich sie sicher verwahrt. Und das sagst du mir erst jetzt? Du musst wissen, die Wiederherstellung deiner Macht ist wahrscheinlich unumkehrbar. Eine Rückkehr in dein geliebtes Leben als Beschützer des Erdenreichs ist danach unter Umständen nicht mehr möglich. Und dieses Opfer sollte ich erst dann erbringen müssen, wenn es wirklich unvermeidlich ist. Korrekt. Danke, Garrus. Deine Weisheit hat uns gerettet. Gut. Wo bewahrst du meine Macht auf? Wir brauchen sie schnell. Die ist im Feuertempel. Bewahrt in dem Jade-Jaguar, den dir der große Kung Lao dargebracht hat. Liu Kang smiles and nods. Dozens of dragon warriors march past a large stone archway being constructed in a snowy valley. Dark Geras steps to Titan Shang Tsung as he stands nearby.
Ja, Garrus? Liu Kang ist stärker als erwartet und gibt nicht nach. Er und seine Leute sind aus der Festung entkommen. Vergiss die anderen. Such nur Liu Kang. Nur er bedroht meine Pläne. Liu Kang and Garrus walk down a path leading to the Fire Temple. Du hättest kein besseres Gefäß wählen können, Garrus. Das ist so geil, verschiedene Geras. Eieiei. Hallo, Es erinnert mich an seinen starken Charakter und sein großes Herz. Sobald wir den Jade-Jaguar haben, begeben wir uns zum Stundenglas. Dort werden wir die darin gespeicherten Zeitkräfte auf dich übertragen. Mir fällt gerade auf, dass du die ganze Zeit ungehinderten Zugang zu der aufbewahrten Macht im Inneren hattest. Du hast sie nicht genommen, dich nicht zum Wächter der Zeit gemacht. Trotz der Versuchung. Warum? Weil ich Vertrauen in deine Vision der neuen Ära habe. Mir genügt es, diese zu bewachen. Danke, Garrus. Nun, zu deinem Vorschlag. Bist du sicher, dass er meine Macht wiederherstellt? Soweit man bei etwas sicher sein kann, das vorher weder ausprobiert noch getestet wurde. Aber selbst im Erfolgsfall ist nicht gesagt, dass du andere Zeitlinien oder Verbündete finden wirst. Vielleicht gibt es sie nicht. Ich hoffe, dass es Erfolg hat. Ich lasse die anderen ungern zurück. Deine Streiter werden sich in den Kampf gegen die Drachenarmee werfen. Die Mutter aller Schlachten steht ihnen bevor. Mögen die Götterältesten sie schützen. The pair steps to the Fire Temple's entrance, the sun shining overhead. The dragon army constructs more stone archways, portals glowing with dim light in the valley. The moon shines weakly through mist blanketing the sky onto dark Shao Kahn and Reiko as they watch from atop a portal. Achso, hier ist nochmal ein Spiel von Mortal Kombat. Dark Smoke, Scorpion, Sub-Zero, Kenshi, Rain, and Ermac stand in front of a regiment of dragon warriors, positioned in a long row that cuts through the valley. A pair of dragon warriors stand on top of scaffolding surrounding a portal. They haul a large stone up with a rope. A small, orb-shaped drone made with sleek, polished metal descends from the sky and hovers over the construction site. A camera lens on the drone's front shifts as it spies on the site and the dragon army. Johnny uses a controller and looks at a screen on it displaying the construction site from the drone's point of view. Melina and Kung Lao stand near him. Meine Ex lag so falsch. Die 30.000 hierfür waren ein echtes Schnäppchen. Diese Magie ist unglaublich. Nicht Magie, meine Liebe. Technologie. So oder so ist es klar, wie es weitergeht. Die Portale und die Drachenarmee müssen vernichtet werden. Scorpion, hast du einen Plan? Wir müssen uns aufteilen. Du, Shang Tsung und Quan Chi greift mit eurer Magie die Portale an. Währenddessen dezimieren Kenshi und Jared die Drachenarmee. Der Rest greift unsere dunklen Doppelgänger an. Wenn sie besiegt sind, bricht die Drachenarmee hoffentlich auseinander. Eine brillante Strategie. Wahrlich, ich hätte keine bessere ersinnen können. Genug der Schmeicheleien. Wenn wir euch vertrauen sollen, dann handelt, anstatt zu reden. Shang Tsung gives a haughty smirk. Two dragon warriors hammer stones into place with hammers. Es wird Zeit. Unser Gift verbreitet sich. Es wird das Ende aller Dinge sein. Armageddon. Dark Shao Kahn raises his hands to the dragon army, all standing in tight formations. Kung Lao, Melina, Johnny, and Kitana crouch on a cliff overlooking the valley. Kung Lao looks up at a cliff above them where Scorpion, Kenshi, Jared, and Smoke kneel. He gestures to them, then Jared and Kenshi step to the cliff's edge. They telekinetically lift multiple boulders and hurl them at a column of hundreds of dragon warriors marching below. The boulders slam into a group of soldiers. Dark Shao Kahn turns to them while Scorpion and Smoke launch fireballs and bolts of smoke at other warriors.
Melina, Kitana, Johnny, and Kung Lao charge the Dragon Warriors, weapons drawn. Shang Tsung, Quan Chi, and Raiden hurry to one of the portals. They channel beams of fire, green energy, and lightning into the keystone at its top, bringing it down. Green and blue energy beams suddenly hit the keystone from the other side, making it fly back into the portal. Shang Tsung, Quan Chi, and Raiden look at Dark Kenshi and Ermac across from them. A shockwave of energy bursts from the portal, knocking the trio to the ground. Das ist bedauerlich. Der Kampf geht weiter, Shang Tsung. Quan Chi, mir nach. Es gefällt mir nicht, dass man mich aufs Kreuz gelegt hat. Diesen Zorn teile ich. Wir sollten wohl unsere Wut nutzen und damit die Schergen meines Doppelgängers auslöschen. Fight! The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Shang Tsung injects his victim with a green syringe. The toxin causes bones to mutate out of their innards like roots. Effektiv, aber unzureichend. Mich wehrst du nicht ab. Diese beiden machen keinen Ärger mehr. Raiden blasts the portal gate with lightning. Shang Tsung and Quan Chi join him, adding their own magic. It crumbles, and the trio dashes toward the next one. Dark rain and dark smoke advance on them. Shang Tsung smirks. Es gibt noch andere, um die wir uns kümmern müssen. Raiden nods and starts destroying the next portal gate. Shang Tsung and Quan Chi charge the dark duo, but Rain conjures walls of water to surround the sorcerers. Dark rain and dark smoke burst through the water. Quan Chi and Shang Tsung have no time to turn and meet their attackers, and are swiftly knocked to the ground. 2 blasts of lightning knock dark rain and smoke to the ground. Quan Chi and Shang Tsung stand. Gern geschehen, ihr Zauberer. Geht das nur mir so, oder wird dieser Raiden unerträglich? Du hast recht. Doch darum kümmern wir uns später. Wir haben akutere Probleme. Fight! Ich schick dich in ein feuchtes Grab.
hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Rain summons 2 tendrils of water which wrap around the victim's hips to electrocute them and shatter their pelvis. Problem gelöst.